Heute gucken wir uns mal an, wie sich entsprechend Vitamin D, Vitamin C und Zink auf einen schweren Verlauf auswirkt. Bei Infektionskrankheiten kann man das nehmen, wenn man eine Erkältung hat oder eben auch im aktuellen Fall, wie es hier untersucht wurde, ist man dann weniger im Krankenhaus, hat man geringeres Sterberisiko. Das sind ja also die Sachen, die auch natürlich gerade so ein bisschen durch die Medien gehen, was Vitamin D betrifft. Das heißt, man hat da eine Korrelation, die Menschen, die eher versterben oder einen schweren Verlauf haben, die haben einen niedrigen Vitamin D-Spiegel. Und das gucken wir uns heute mal so ein bisschen an. Denn hier gibt es eine Meta-Analyse, das bedeutet, hier hat man verschiedene Studien mal ausgewertet, darunter eben auch kontrollierte Studien. Das heißt, man hat hier wirklich auch geguckt, gegenüber einer ganz normalen Behandlung quasi, hat man dann eben auch mal verschiedene Nährstoffe gegeben. Und das ist natürlich ganz interessant, ob die Leute mit den Nährstoffen dann am Ende irgendeinen Vorteil hatten. Ja, man hat hier geguckt, wie das mit der Intubationsrate aussieht, also müssen die eher beatmet werden oder nicht, wie sieht es aus mit der Länge, wie sie dann am Endeffekt im Krankenhaus liegen bleiben, solche Geschichten und natürlich auch hier als erstes Outcome, wie hoch ist die Sterbewahrscheinlichkeit. Versterbe ich halt weniger, wenn ich dann Vitamin D beispielsweise nehme. Ja, um das einfach vorwegzunehmen, bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, sieht man einfach hier, dass es wurden relativ viele Studien auch gefunden, die ganz gut sind und man hat aber auch gesehen, dass Vitamin D bei der Sterblichkeit insgesamt keine Auswirkungen hat. Also es hilft nicht davor oder schützt nicht davor, eben am Ende in irgendeiner Weise zu versterben, aber reduziert hier zumindest auch schon mal die Intubationsrate und ein bisschen hier eben auch, wie lange man im Krankenhaus eben liegt. Das ist natürlich nicht so groß und so weltbewegend, aber trotzdem könnte man sagen, gut, man kann ja Vitamin D, gerade dann auch, wenn der Spiegel niedrig ist, dann zusätzlich einfach geben, weil entweder man hat dann eben die Pluspunkte oder nicht, aber du bist auf keinen Fall irgendwie gefeilt vor irgendwas, vor einem schweren Verlauf oder ähnliches. Das kann trotzdem immer noch passieren. Ja, ansonsten, wie sieht es bei den anderen Geschichten aus? Es gab 5 Studien hier eben auch entsprechend mit Zink und bei Zink hat man eben keine Reduzierung der Mortalität gesehen und bei Vitamin C sieht es eben auch nicht anders aus. Also Vitamin C hat ja eben auch keinen großartigen positiven Effekt. Nun gut, bestätigt sich ja eigentlich auch in den Studien, die ich auch schon vor ein paar Jahren immer mal wieder gezeigt habe, wo ich auch ein paar andere Supplementhersteller oder so Gesundheitsdrinks, solche Sachen, die wir damals hatten, wo dann eben gesagt wurde, ja, Vitamin C reduziert irgendwie Erkältung oder solche Geschichten, die dann von irgendwelchen Wölfen da veröffentlicht worden sind, wo wir reingeguckt haben und dann gesehen haben, ja, eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Vitamin C hat da jetzt nicht so den großartigen Effekt gehabt, den man sich eigentlich wünschen würde. Und wenn man natürlich dann auch noch Sportler ist oder so, dann kann Vitamin C falsch getimt eben auch noch sogar einen negativen Effekt auf dem Muskelwachstum haben. Aber insgesamt muss man natürlich auch sagen, es schadet natürlich jetzt auch nicht per se, dass man eben Vitamin C supplementiert. Wenn man es jetzt auch nicht übertreibt, ja, wenn ich natürlich grammweise reinhaue, bekomme ich natürlich am Anfang erstmal Durchfall und solche Geschichten. Bei Zink, da wird mir dann auch erstmal schlecht. Hier spricht man davon, dass bis zu 200 Milligramm über den Tag verteilt, das hat man ausprobiert und das wurde ganz gut vertragen, aber das ist natürlich keine Verzehrempfehlung, sondern eine Verzehrempfehlung, die ist, glaube ich, bei den Supplementen maximal bei 25 Milligramm. Hier sieht man das dann auch nochmal grafisch dargestellt. Bei Vitamin C sieht man eben gegenüber der Standardbehandlung im Endeffekt, wenn man Vitamin C gibt, sieht man hier bei A, also der Sterblichkeit, sieht man keinen Unterschied, also da ändert sich gar nichts. Wenn man sich B anguckt, also die Intubationsrate und wie lange man im Krankenhaus bleibt, da sieht man rein theoretisch sogar auch, dass Vitamin C im Endeffekt schädlich sein könnte. Aber das ist eben auch großartig jetzt nicht so statistisch signifikant, dass man sich da Sorgen machen braucht. Also Schaden tut's dementsprechend nicht. Genauso sieht es dann eben auch bei Vitamin D aus, wobei bei Vitamin D, wie gesagt, ein bisschen die Intubation verringert wurde und eben am Ende auch die Zeit, die man im Krankenhaus im Endeffekt liegt. Klar, Vitamin D hat natürlich auch einen Einfluss auf das Immunsystem generell. Insgesamt kann man sich das auch gerne nochmal hier durchlesen, warum man jetzt denkt, warum man Vitamin C nehmen muss, ob es jetzt antioxidativ wirkt oder ähnliche Geschichten.
worauf man aufpassen muss und solche Sachen, ob das überhaupt bei Viruserkrankungen Sinn macht und ähnliches. Das kann man sich hier nochmal durchlesen. Bei Zink ist es zum Beispiel auch so, dass man eben in Zellkulturen dann gesehen hat, ja, das kann eben entsprechend die RNA angreifen oder behindern, dass es sich eben weiter verbreitet. Solche Sachen sind natürlich in der Petrischale immer ganz schön, aber was dann im Körper später natürlich auch ankommt und gerade dann in den Zellen, wo es jetzt gebraucht wird, das sei mal dahingestellt. Bedeutet ja noch lange nicht, dass wenn ihr jetzt so Vitamin C schluckt, ja, dass es dann auch wirklich dort in der Nase ankommt, wo dann der Virus sich im Endeffekt vermehrt. Das ist dann eben immer eine ganz andere Sache gegenüber so einer Schale, wo man das direkt reintunkt und dementsprechend sind natürlich auch die Mengen, die der Körper dann aufnimmt, nicht so hoch. Obwohl man das hier natürlich auch mal mit intravenösen Geschichten probiert hat. Grundsätzlich muss ich aber trotzdem insgesamt vielleicht mal meine Meinung auch zu Supplementen ändern, weil es eben insgesamt auch immer so ist, dass die Leute, die sich zumindest irgendwie auch mit den Supplementen dann beschäftigen, dass die dann eventuell auch ein bisschen mehr aufmerksam sind, was dann sonst so ihre Nahrungsaufnahme etc. betrifft, weil ja, einfach nur ein Supplement zu schlucken und dann zu meinen, es wird alles gut, das funktioniert definitiv nicht, wie man hier sieht, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, eine bestimmte Routine zu entwickeln und darauf basierend dann eben vielleicht auch einen gesünderen, allgemeineren Lebensstil zu bekommen, was dann eben tatsächlich auch positive Effekte hat. Ja, und man sieht eben an verschiedensten Studien, dass eben Übergewicht insgesamt immer eine negative Auswirkung hat. Zum Beispiel hier, dass wenn man eben Fettgewebe vermehrt in sich trägt, dass es dann eben das Immunsystem, Makrophagen und so weiter alles beeinträchtigt und dadurch natürlich chronische Entzündungen eher die Ursache dafür sind, dass man dann auch einen schwereren Verlauf hat. Das heißt, ich kann natürlich Supplemente schlucken, wie ich möchte. Wenn ich die Ursache, diese chronischen Entzündungen dann nicht aus dem Weg bekomme, dann ist natürlich dann eigentlich nicht wirklich viel geholfen. Und vor allen Dingen muss man auch schon eine Stufe vorher eigentlich so ein bisschen nachdenken, ja, die Schleimhäute eben feucht zu halten, also nicht in zu trockener Heizungsluft zu Hause rum zu tingeln bei 20% Luftfeuchtigkeit, solchen Geschichten. Und das zählt natürlich alles dazu, dass wir natürlich im Winter dann auch öfters eher solche Wellen haben als im Sommer, wo dann die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Wohnung wieder eine andere ist und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich euch mit an die Hand geben kann. Ich möchte euch das natürlich nicht ausreden, irgendwas zu supplementieren. Vor allen Dingen, wenn ihr natürlich meint, meine Ernährung ist irgendwie nicht so geil, ich möchte da trotzdem ergänzen. Vitamin D im Winter, gut, brauchen wir uns nicht mal drüber zu streiten, da habe ich gar keine Lust drauf. Kann man definitiv machen, ja. Und im Endeffekt, klar, kostet jetzt nicht so viel. Man sollte aber auch bei Vitamin D jetzt nicht unbedingt hingehen und sich 50 oder 100.000 Einheiten am Tag knallen. Versucht da in der empfohlenen Tagesdosis einfach ungefähr zu bleiben und dann, wenn ihr einen Mangel habt, habt ihr das dann entsprechend damit auch ausgeglichen. Ansonsten, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, zu anderen Supplementen oder so, dann könnt ihr gerne nachfragen, schreibt es unten rein. Ich werde noch detailliertere Sachen machen. Zu Vitamin A habe ich ja schon mal einen ganz ausführlichen Beitrag gemacht, den man eben auch bei Patreon findet. Ansonsten solltet ihr trotzdem nicht so viel drauf geben, dass man eben jetzt jedem Vitamin D gibt und dann funktioniert das alles schon im Krankenhaus. So einfach ist es leider am Ende doch nicht. Ja, weil du kannst, wenn du ein Auto hast beispielsweise und fährst mit 200 km/h durch die Innenstadt, dann wirst du irgendwo gegen eine Wand fahren und dann bringt dir bei 200 km/h der Helm eigentlich auch relativ wenig, wenn du am Ende nicht die Geschwindigkeit reduzierst, also eben einfach an deine grundsätzliche Gesundheit denkst. Und dazu gibt es tatsächlich deutlich mehr Studien, die zeigen, dass das vorteilhafter ist. Und auch schon, wenn man eben entsprechend in jungen Jahren jetzt, was wir eben als Problem haben, Übergewicht entwickelt, ja, man sieht, die ganzen Jungen hängen wieder 2 Stunden mehr vor dem Bildschirm, bewegen sich weniger, werden übergewichtiger. Das hat eben später noch negativere Auswirkungen bei solchen Erkrankungen und das ist natürlich dann eine Sache, wo man ganz klar hingucken sollte, dass man das eben nicht weiter fördert. Wenn ihr abnehmen wollt, wenn ihr Bock habt, eure Ernährung mal untersuchen zu lassen von mir, wenn ihr sagt, ich will mal gucken, ob bei mir so alles im Lot ist, dann könnt ihr den Fragebogen ausfüllen auf pugge.coach. Da könnt ihr natürlich dann auch einen Ernährungsplan bekommen oder ein Coaching und ansonsten schaut euch meine Bücher an, holt euch vielleicht auch meine Tabelle hier zur Ernährungsberatung. Da findet ihr entsprechend dann auch eine Möglichkeit, eure Ernährung und Vitamine so ein bisschen selber im Blick zu haben. Bis zum nächsten Video und ciao.
Dieses Video wird präsentiert von Poke.Coach, deiner Internetadresse für höchst individuelle und professionelle Ernährungspläne und Coachings.